Ein gelingsicheres Rezept für Zitronenkuchen im Sandkuchenstil findet ihr seit dem letzten Jahr auf meinem Blog. Heute gibt es eine neue Variante, und zwar einen Zitronenkuchen, der besonders lange weich und saftig bleibt. Wie ich eine Kastenform auslege, habe ich euch in einem eigenen Video gezeigt. Das werde ich euch natürlich überall verlinken, und deswegen machen wir uns gleich an die Zubereitung des Teiges. Und dafür brauchen wir, nona nicht, wird man bei uns in Österreich sagen, Zitronen. Am besten bio und unbehandelt, möglichst frisch und schön gelb. Meine Zitrone ist relativ groß, daher reicht der Abrieb und der Saft einer halben Zitrone aus. Wenn eure etwas kleiner ist, dann könnt ihr auch gerne die ganze Frucht verwenden. Es folgt der Aroma-Hack schlechthin, und zwar vermischt ihr die Zitronenschale mit dem Zucker und arbeitet diese anschließend in den Zucker ein, so lange bis der Zucker feucht ist und sich die Zitronenschale gut verteilt hat. Das sorgt nämlich dafür, dass sich das Zitronenaroma noch besser entfaltet, und glaubt mir, es macht wirklich einen Unterschied. Dann braucht ihr weiche Butter, gebt das Öl dazu und rührt diese zwei Zutaten kurz cremig. Jetzt fügt ihr die Zucker-Zitronen-Mischung hinzu und mixt so lange weiter, bis die Masse schön hellgelb und schaumig ist. Jetzt kommen die Eier eines nach dem anderen dazu, und zwar unter ständigem Rühren. Wichtig ist, die Eier sollten wirklich Zimmertemperatur haben, damit sich die Zutaten gründlich vermengen. Es folgt die Prise Salz, etwas Vanille und Zitronensaft. Zum Schluss gebt ihr die Milch dazu, und jetzt werdet ihr merken, dass sich die einzelnen Zutaten ein bisschen voneinander trennen, also die Masse etwas grisselig wird. Keine Angst, das Mehl wird alles wieder richten, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Vermischt also das Mehl mit dem Backpulver und gebt dieses zügig dazu. Zügig, denn ihr müsst nicht lange mixen. Sobald sich das Mehl mit den anderen Zutaten vermischt hat, hört ihr auf. Das Endergebnis sieht so aus: Ihr habt eine Masse, die weder flüssig noch fest ist, also richtig schön samtig cremig. Füllt sie in die vorbereitete Backform um und streicht sie glatt. Danach befettet ihr ein Buttermesser und mit dem Rücken des Messers zieht ihr eine ca. 1 cm tiefe Linie an der Oberfläche des Teiges. Gebt den Kuchen in den vorgeheizten Backofen auf mittlere Schiene bei 160 Grad Ober-Unterhitze für 55 bis 60 Minuten. Danach unbedingt die Stäbchenprobe machen. Holzstäbchen oder Zahnstocher in die Mitte des Kuchens drücken, und wenn er so aussieht, also nur 1-2 kleine Brösel dran kleben oder er sauber ist, dann ist der Kuchen fertig. Und ihr seht, er ist perfekt. Schaut euch mal diesen Riss oben an, genau so muss es aussehen. Nach dem Ofen lasst ihr den Kuchen kurz in der Form auskühlen und zieht dann vorsichtig das Backpapier herunter, solange er noch lauwarm ist. Lasst ihn vollständig auskühlen, und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, eine Glasur zubereiten aus Puderzucker, Zitronensaft und Milch. Zitronensaft und Milch gebt ihr wirklich portionsweise dazu und so viel wie ihr benötigt, denn die einen bevorzugen eine etwas dickere, weiße Glasur, die anderen eine ganz dünne Schicht. Das ist Geschmackssache. Ich mag es in diesem Fall etwas dünner. Wartet ein bisschen, bis die Glasur fest ist, und ihr könnt den Kuchen servieren. Und jetzt schaut mal, wie er innen aussieht. So sieht der Kuchen aus, wenn er vollständig ausgekühlt ist, und ihr werdet gleich sehen, wie weich und luftig er ist. Ihr solltet ihn unbedingt luftdicht verpackt lagern, entweder 2 bis 3 Tage bei Zimmertemperatur oder eine Woche im Kühlschrank. Und ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht, er bleibt so weich. Wichtig ist immer, dass ihr ihn rechtzeitig aus dem Kühlschrank herausnehmt und ihn auf Zimmertemperatur serviert, denn dann hat er genau die Konsistenz, die wir uns alle wünschen, und zwar diese hier. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut euch gerne auch meine Shorts an, also meine kurzen Videos. Dort findet ihr nämlich viele nützliche Rezepte für euer Mittag- und Abendessen. Und was es dieses Video betrifft, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder ihr besucht mich auf den anderen Plattformen auf Instagram, Facebook, TikTok und Pinterest.